Die Sünde ist die Ursache dafür, dass der Mensch nicht mehr in Harmonie mit Gott und anderen geschaffenen Wesen leben kann. Es soll aber nicht für immer so bleiben, denn Gott ist Liebe. Und weil er eine unbegreifliche Liebe ist, löschte er den Sünder nicht aus, denn die Sünde fordert den Tod. Stattdessen ließ er sich herab und gab den Menschen eine Gelegenheit zur Umkehr. Er bot ihm einen Plan an, nachdem die ursprüngliche Harmonie wiederhergestellt werden kann. Dieser Plan beinhaltet Forderungen und Bedingungen, denen sich der Mensch stellen muss, aber auch eine Anleitung dafür, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Die Bibel nennt diesen Plan das Evangelium. Man spricht auch von einem ewigen Evangelium, denn es galt und gilt Menschen aller Zeiten. Außerdem erforderten aktuelle Umstände bestimmte Zeitepochen eine Verkündigung, bei der man neben dem Evangelium auch auf gegenwärtige Gegebenheiten und Bedürfnisse einging. Noah zum Beispiel predigte über die kommende Sintflut. Der Prophet Elia rief: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Johannes der Täufer bereitete das Volk auf das Kommen des Messias vor. Die Botschaft des Apostel Paulus war es, zu beweisen, dass dieser Jesus aus Nazareth der versprochene Messias war. Dr. Martin Luther sprach gegen die unsinnigen Praktiken, mit denen man sich die Gunst Gottes erkaufen wollte. Und nun, welche besondere Botschaft gilt für unsere Zeit? Was ist gegenwärtig besonders aktuell? Die Offenbarung des Johannes und dort das Kapitel 14 gibt uns darüber Auskunft. Dort werden 3 Engel vorgestellt, die den Auftrag haben, den Bewohnern der Erde eine letzte Warnung, aber auch Ermutigung zu geben. In diesem Beitrag geht es um den ersten Engel. Es ist derjenige Engel, der für die Verbreitung des ewigen Evangeliums, also des Planes der Wiederherstellung und Rettung, zuständig ist. Der Vers 6 beschreibt es. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Nun betont dieser Engel eine zusätzliche Botschaft, die für die heutige Zeitepoche von größter Bedeutung ist. Lesen wir es im Vers 7. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. So wie das Evangelium keine neue Botschaft ist, so auch die Aufforderung nicht. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Warum aber dann dieser ernste Aufruf des Engels? Und was bedeutet es eigentlich, Gott zu fürchten? Das Buch Josua gibt uns darüber Auskunft. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen. Salomo drückte es folgendermaßen aus: Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Kurz gefasst, fürchte Gott, indem du dem gehorchst, was er sagt. Und warum ist es gerade jetzt aktuell so wichtig? Der Engel sagt: Denn die Stunde des Gerichts ist gekommen. Ja, aber wann ist die Stunde des Gerichts gekommen? Nun, die Bibel erklärt sich selbst. Die 2 prophetischen Bücher, Offenbarung und Daniel, ergänzen sich gegenseitig. Das Buch Daniel spricht nämlich ebenso von einem tagenden Gericht. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Weiter wird berichtet, wann dieses Gericht beginnt.
bis 2300 Abende und Morgen oder auch Tage vergangen sind. Ein Tag in der Prophetie bedeutet ein Jahr. Den Ausgangspunkt dieser Zeitkette finden wir in Daniel 9, Vers 25. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Also im Jahre 457 vor Christus. Und somit gelangt man in das Jahr 1844. Diese Informationen gebe ich lediglich im Telegraphenstil weiter. Es ist erstaunlich, dass diese Prophezeiungen aus dem Buch Daniel in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts unabhängig voneinander weltweit studiert wurden. Das Studieren der Prophezeiungen erweckte die Menschen zu einem neuen geistlichen Leben. Das Interesse an göttlichen Dingen frischte auf. Viele erforschten ihr eigenes Herz, die Beweggründe, Gedanken, Gefühle, die sie zum Handeln antrieben. Unrecht wurde nach Möglichkeit wieder gut gemacht. Schulden wurden beglichen. Das Jahr 1844 wurde zu einem sehr ernsten Meilenstein der Menschheitsgeschichte. Das hat aber auch die andere Seite erkannt und mit großem Erfolg den Glauben an Gott bei vielen ins Wanken gebracht. Charles Darwin, der zur selben Zeit auf die Bühne der Weltgeschichte trat, änderte mit seinem Werk die Entstehung der Arten, das Weltbild des Menschen und die bis dahin kaum hinterfragte Schöpfungsgeschichte aber völlig. Die Grundlage der heutigen Evolutionslehre war geboren. Nicht nur die Atheisten nahmen diese Theorie dankbar an, denn später begann man zu behaupten, dass Gott den Urknall auslöste. Den Rest, die Entstehung aller Dinge, hätte die Evolution übernommen. Eine neue Lehre war geboren, die theistische Evolution. Sie wird heutzutage von sehr vielen Christen akzeptiert. Gegen diese Lehren tritt der erste Engel aus Offenbarung 14, Vers 7 auf. In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen die YouTube-Vorträge über Schöpfung und Evolution von Walter White. Also Darwin schaut sich die Welt an, er sieht Elend und Leid, er sieht Tod, er sieht Parasiten, die andere Organismen aussaugen und er sagt sich, das stimmt doch nicht überein mit einem Gott der Liebe. Und so wachsen die evolutionistischen Gedanken in ihn. Und das sind auch die Gedanken, die die Welt heute prägen. So sehen wir, dass die Aufgabe des ersten Engels darin besteht, das Interesse an göttlichen Dingen wieder zu wecken. Er lenkt die abgeflachte oder sogar verloren gegangene Aufmerksamkeit Gott gegenüber wieder zu ihm hin. Er möchte uns deutlich machen, wie weit die Uhr der Menschheitsgeschichte vorgerückt ist. Er tut es, indem er das Studium der biblischen Prophetie neu belebt. Es ist wirklich interessant, wie oft in der Bibel von der Endzeit gesprochen wird. Suchen Sie doch mal nach Begriffen wie am Ende der Tage, zu der Zeit des Endes oder am Ende der Zeit und versuchen Sie herauszubekommen, was in den Bibelstellen beschrieben wird. Es ist spannend. Ferner macht dieser Engel deutlich, dass nichts und niemand durch einen Zufall existiert, sondern dass man das eigene Dasein einem intelligenten Designer zu verdanken hat. Ihm, diesem allmächtigen Gott, schulden wir Dankbarkeit, die wir ausdrücken können, indem wir ihn lieben, gerne mit ihm im Gebet und Nachsinnen kommunizieren, ihm in allen Lebenslagen vertrauen und das tun und lassen, was er gebietet, indem wir das von ihm Erschaffene als sein Eigentum betrachten, mit der Natur, den Tieren und natürlich mit anderen Menschen verantwortlich und umsichtig umgehen, auch uns selbst, also unseren Körper und Geist, als sein Eigentum anerkennen und uns deshalb im bestmöglichen gesundheitlichen Zustand erhalten wollen. Dies bedeutet Gottesfurcht.
Sie hat in dem angekündigten Gericht Bestand.